Hallo liebe Freunde der sportlichen Ereignisse bei TTTV Sportstudio. Heute werfen unsere Kommentatoren Václav Gatto-Dowidit und Chris Deizeps einen Blick auf die Transfers, Stars und Ankündigungen von Warhammer Fest 2021. Sport ab! Danke und herzlich willkommen, liebe Freunde der sportlichen Unterhaltung. Mein Name ist Chris Deiceps. Und ich bin Markus. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben, auch wenn parallel die Olympiade im Weitwürfeln zu sehen ist. Aber wir haben ein mindestens genauso hochkarätiges Programm für Sie heute. Stimmt doch, Chris? Ganz genau, Markus. Heute blicken wir auf 6 Tage Ankündigungen und Neuzugänge in die Chaos Champions League und die heißesten Transfers aus der Euroleague. Die Teams haben sich da mächtig ins Zeug gelegt, auch wenn der ewige Titeljäger 40K natürlich eine Sonderbehandlung ergattern konnte. Ja, das umsatzstärkste Team hat ganze 2 Tage Zeit, sich für die Saison vorzubereiten und mit 9 Stars in Stellung zu gehen. Da lässt sich fast nicht fantastisieren, wer am Ende als Sieger hervorgehen wird. Aber den Auftakt macht nicht der FC als Starters, sondern die ewig zweitplatzierte Mannschaft aus dem Hause Games Workshop, Age of Sigmar. Mit einem ganz verwegenen Auftritt tanzten die Soulblight Creative Lords aufs Spielfeld und machten diese Ankündigung zu einem echten Thriller. Ein Albtraum für die Konkurrenz, aber auch ein gelungener Einkauf. Mit Lau Kawhi als neuem Captain sind die Gravelords auf jeden Fall albtraumhaft in der Offensive. Wie siehst du das? Ich bin da eher geteilter Meinung. Auch von der Leistung der Stars aus der zweiten Reihe, dem Vengorian Lord, muss ich erst noch überzeugt werden. Also für mich eher ein Mauertransfer. Wenn ein paar der neuen Spieler eher die Agilität der letzten Auftritte vermissen lassen und einige leistungstechnisch eher mager daherkommen, finde ich, hat die Armee doch einiges an Biss erhalten. Gerade von diesen quadrupedalen Spielern erwarte ich einen starken Antritt. Aber da ohne Vorwarnung stürmt Radukar the Beast aufs Feld. Nach dem Curse City Debakel, bei dem das Team sang- und klanglos unterging, traut er sich jetzt wieder zurück und spoilert eine ganze Reihe von Fans. Radukar hat die spielfreie Zeit offensichtlich genutzt, um etwas Masse zuzulegen. Ha! Da waren doch hoffentlich keine illegalen Substanzen im Spiel. Also eins ist sicher, dieses Team muss aufpassen, damit es nicht wieder durch Saufgelage auffällt, besonders bei den Führungsspielern und eher auf dem Spielfeld überzeugt. Richtig. Und wenn wir jetzt auf die nächste Ankündigung schauen, das hatte natürlich einige Schockwellen verursacht. Aber hallo Chris, mit viel Donner und Getöse ging diese Ankündigung wie ein Erdbeben durch die Szene. Der Gott der Erdbeben und ehemalige CEO der Beast of Chaos trampelt vor aller Augen in das Team Destruction. Wir haben dazu jemanden befragt, der das Geschehen live verfolgt hat. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich schalte mal kurz live runter zum Spielfeld. Erste Reaktion, na komm, ich war schockiert, wenn der Krankenhaus zur Destruction geht. Hey, das kann doch nur Chaos hinterlassen, oder? Tja, so war die Reaktion vieler Fans. Spannend wird zu sehen sein, ob das Beastgrave als seine alte Heimat noch eine Zukunft für diese Saison hat. Wir müssen sehen, neben einigen neuen und alten Stars, die sich für ein Comeback entschieden haben oder erstmals das Spielfeld betreten, wird es auf jeden Fall heiß hergehen. Puh, und das war erst Tag 1. An Tag 2 stand natürlich der Publikumsliebling im Vordergrund. Die Erwartungen waren riesig, aber wurden sie auch erfüllt? Das wird die Zeit zeigen. Aber wie sich herausstellte, konnte Team 40K an diesem Tag keine großen Neuzugänge anmelden. Viele der Spielerinnen hatten sich schon in der Vorsaison zu ihrem Team bekannt. Die einzig wirkliche Überraschung, Morven Val. Die Abbess Sanctorum tritt aus dem Abseits und übernimmt die Führung für die Sororitas. Ob das zum Titel reicht? Das wird sich zeigen, denn die Taktiken und Spielereien waren natürlich schon bekannt und ob das die Konkurrenz jetzt wirklich schocken kann, das sehen wir mal erst noch. Eine weitere Neuerung, auf Charadon wurde eine neue Spielwiese ausgelegt und ein weiterer Oldtimer gibt sich als Free Agent zu erkennen, Be'lakor. Dann hoffen wir mal, dass er für das Spielfeld nicht nur alter Wein in neuen Plasmaschläuchen ist.
Nach einem also fast ereignislosen Tag 2 kam an Tag 3 dann doch eine kleine Überraschung. Nach über 20 Jahren als Trainer und Taktiker gibt Ibrahim Gaunt sein Plastikdebüt auf dem Spielfeld. Mit dabei sein kompletter Trainerstab. Ein Traum für die alte Garde. Es wird sich zeigen, ob er als erster und einziger einen großen Umbruch herbeibringt. Auf jeden Fall wird er für seine menschlichen Züge geschätzt. Ob das die Mängel seiner sterblichen Hülle ausgleicht, bleibt abzuwarten. Ansonsten mussten Sportsfreunde wieder ins Leere blicken und konnten nur einige neue, viel zu groß geratene Fanartikel wie diese Bieruntersetzer betrachten. Tja, Chris, was allerdings wieder Spannung brachte, war Tag 4, denn hier gibt es jetzt Neues aus der Stadionkantine. Fish und Crits. Mit dem Neuzugang von Eltane's Soul Raid schlägt das Meer nun endlich zurück. Und die Investoren hoffen, dass sie eine Menge Sieg und Geld in die Kassen spülen. Auf jeden Fall hat dieses Krustentier die Herzen der Fans erweicht und die Herausforderer umso hungriger auf den Inhalt der Schale gemacht. Apropos Investoren. Aus dem Schatten getreten ist auch das Team Delac und hat die Ergebnisse ihres neuen Trainingslagers präsentiert. Dabei gibt sich das Team diverser und überraschender denn je und will damit Gegner überrumpeln. Wie hieb- und stichfest das Ganze ist, muss sich, wie bei allen Transfers, erst noch zeigen. Wir sind sicher, sie haben noch ein paar Tricks im Ärmel, über die sie aber noch die Mäntel des Schweigens legen. Der ganz große Überflieger war dann dieser Transfer. Als einer der teuersten Spieler der Geschichte klärt Thunderhawk Gunship zurück aufs Spielfeld und spielt jetzt für die Aeronautica Imperialis. Das war natürlich eine riesen Überraschung und ein Schock, ihn bei einem neuen Team zu sehen. Auch wenn es schwierig für ihn wird, wieder zu alter Größe aufzulaufen, wünschen wir ihm viel Erfolg und vielleicht kann er die Nähe zu den Fans neu aufleben lassen. Auch die schlanken Elder-Überflieger scheinen nach ihrer Auslandssaison beim THC Forgeworld im neuen Aeronautica-Team eher kleine Brötchen zu backen. Alles andere als kleine Snacks liefert die Ankündigung von Tag 5 der beiden Clubbesitzer Morg und Grog, deren Cheftrainer Würgen Kloppt heute das ganze Team der Beast-Snagger Orks aufkaufte. Zwar wurden erst ein paar der neuen Spieler vorgestellt, aber die Fans waren außer sich. Mit der Ankündigung ist die Nähe zu den Fans noch einmal deutlich intimer geworden. Erste Analysten gehen davon aus, dass zwischen Fangemeinde und das neue Team inzwischen so eng zusammengearbeitet wird, dass da nicht einmal ein Spalter frei bleibt. Einzige Bedenken kamen aus den Reihen des FC Cardia, die Angst haben um die ganzen neuen und mit illegalen Substanzen hochgezüchteten Spieler, für die am Ende nur den Kopf hinhalten zu müssen. Der neue Ausdauertraining Mac Abbos meinte dazu nur: Die Vorwürfe sind an den Haaren herbeigezogen, das Team ernährt sich ausschließlich von feigen Hühnern. Gerne lädt der Vertreter des FC Cardia in sein Stadion ein, nachdem das eigene ja leider nicht mehr zur Verfügung steht. Ob diese Angst begründet oder eher übertrieben ist und was an den Vorwürfen dran ist, wird sich zeigen müssen. Bevor wir mit einem Pilz auf die neuen Champignons anstoßen, gab es viel Rauch und Getöse um die Grauritter und viel Gerede von 1000 Söhnen, aber beide Mannschaften konnten noch in keinster Weise überzeugen. Bevor wir zur letzten Auswertung kommen, erfahre ich gerade, dass sich die Ereignisse erschlagen und sich noch etwas tut. Wir schalten mal live rüber. Gut, dann werfen wir mal einen Blick auf die aktuelle Situation. Hier, man sieht, von oben kommt wieder ein Sturmtief rein. Unten bleibt es meistens gleich. Und da drüben ist auch unverändert. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, Gertrud, hör auf! Mal auf die Tabelle gucken, 40k ist ganz klar oben auf, glaube ich, irgendwo hier. Und Age of Sigmar, gut, reden wir nicht drüber, gell? Sieht schlecht aus. Also für Zukunft, glaube ich, wird sich das nicht verbessern. Zurück ins Studio. Das waren Markus Rokotansky und Chris Dietzeps aus dem TTTV Sportstudio. Wenn Sie weiter mit Neuigkeiten und Analysen aus der Welt des Sports versorgt werden wollen, dann auf den Subscribe-Button geklickt, den Daumen hoch geschraubt und wir sehen uns auf dem Spielfeld. Einen schönen guten Abend!